Vorort der Waffe, bald. Nice. Landing hier. In diesem Video zeige ich dir die verschiedenen Tabs, die du fürs Late Game brauchst und mit denen du dich und dein Team sicher durch die Moving Zones bringst. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Fluencer Fortnite Tipps und Tricks. Ganz egal ob Arena oder Turniere. Wenn im Late Game die Moving Zones beginnen, hilft es unglaublich viel, wenn du die verschiedenen Tunnelmethoden beherrschst. Ich gebe dir Tipps und Tricks, wie du sie besonders schnell lernen kannst und welche Karten im Kreativmodus dir beim Üben helfen. Starten wir direkt mit dem Full Tab. Hierbei baust du Box für Box einen geraden Tunnel in eine Richtung. Baue dafür zuerst einen Boden, dann eine Decke und zum Schluss die Wände links und rechts an der Seite. Noch einmal Boden, Decke, Wand, Wand. In diesem Tunnel haben du und dein Team viel Platz und viele Möglichkeiten, um Builds aufzueditieren und auf andere zu schießen. Falls ihr nicht ganz vorne am Zonenrand seid, also die Gefahr besteht, dass von vorne auf euch geschossen wird, kannst du die Box mit einer Wand nach vorne vervollständigen. So verbrauchst du zwar mehr Mets, bist aber wirklich in alle Richtungen geschützt. Da du für diese Methode die mittlere Wand immer aufeditieren musst, ist sie ein bisschen schwieriger als die erste. Wenn die Zone sich schräg vorwärts bewegt, kannst du auch einen diagonalen Tunnel bauen. Dafür baust du auch zuerst Boden und Decke und platzierst danach immer die vordere und seitliche Wand. Diesen Tab verwende ich besonders oft, da er außerdem auch hilfreich ist, sich von gegnerischen Teams wegzubauen oder ihnen den Weg abzuschneiden. Eine weitere hilfreiche Tunnelmethode ist der Rampentunnel. Dafür baust du erst den Boden, dann eine Wand und zum Schluss eine Rampe, indem du auf die Wand schaust. Also Boden, Wand, Rampe. Gerade wenn du oder dein Team nicht mehr besonders viele Mets habt oder ihr Mets sparen wollt, kannst du diesen Tunnel verwenden. Wenn du noch sehr viele Mets hast, solltest du lieber einen der ersten Tabs nehmen, da ihr in diesem Rampentunnel nicht ganz so gut geschützt seid. Ein weiterer nützlicher Tab ist der sogenannte Single Tab. Hierfür baust du nur einen Boden und dann eine Rampe über dir und führst das weiter in eine diagonale Richtung fort. Diese Tunnelmethode ist am besten für Solospiele geeignet und dann, wenn du dich ganz vorne am Zonenrand befindest, da du nicht nach vorne geschützt bist. Natürlich kannst du Tunnel nicht nur horizontal, sondern auch vertikal bauen, wenn du zum Beispiel über eine Erhöhung musst. Dafür platzierst du 2 Rampen und füllst die offenen Stellen an den Seiten mit Wänden. Das geht natürlich nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Nachdem du die verschiedenen Tunnelmethoden auf einer eigenen Karte im Kreativmodus gelernt hast, ist es hilfreich, sie in realistischen Szenarios zu üben. Ich empfehle dir dafür diese beiden Zone Wars Karten. Wenn du als Solo spielst, kannst du auf der 32-Player Zone Wars Karte üben, wenn ihr als Trio spielt, auf der 50-Player Trio Zone Wars Karte. Die Map-Codes dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Zum Schluss noch ein paar wichtige Tipps fürs Late Game. Wenn du und dein Team viele Hardmets, also Stein und Metall habt, dann baut eure Tunnel am besten damit. Wenn ihr mit Holz baut, werdet ihr eher von gegnerischen Teams fokussiert, da es leichter kaputt zu schießen ist. Wenn du Chilis findest, kannst du damit im Late Game schneller vorankommen. Da das Tab mit größerer Geschwindigkeit schwieriger wird, übst du das Tunneln mit einer Chili am besten auch erstmal im Kreativmodus. Grundsätzlich solltet ihr immer versuchen, ganz vorne am Zonenrand zu tunneln. So seid ihr immer als erstes in der nächsten Zone und könnt auf die Teams, die hinter euch rotieren, zurückschießen. Wenn ihr ganz links oder rechts am Zonenrand tunnelt, könnt ihr außerdem oft Wände an einer Seite weglassen und so Mets sparen. Wenn dir das Video weitergeholfen und gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da. Ich lade jede Woche mindestens ein neues Video hoch, es kommen also noch viel mehr Tipps und Tricks, die dir helfen, besser in Fortnite zu werden. Und wenn du mir mal live zuschauen willst, wie ich Fortnite-Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!